Und willkommen bei einem neuen Let's Play. Let's Play The War of the Worlds. Dieses Spiel spiele ich jetzt mal nach langer Zeit auf der Xbox. Also es ist lange her, dass ich das letzte Mal was auf der Xbox gespielt habe. Dieses Spiel habe ich nur als Demo angespielt. Ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ein Arcade-Spiel. Man muss einfach nur laufen, soweit ich weiß. Und zwar halt im Szenario der Krieg der Welten, also das Original Krieg der Welten. How long did it take for the Earth to end? 3 short days. Looking from this window, it seems impossible to imagine that an invasion took place out there. How arrogant we were to assume that we were alone in the universe, and how complacent we had become, going about our little lives, while all the time our world was being watched by an intelligence greater and far less sympathetic than our own. Den Sprecher, den man hört, das ist übrigens Patrick Stewart, auch bekannt als Captain Jean-Luc Picard, genau, er war's. To the inhabitants of Mars, we must have looked like germs under a microscope. But we were so blinded by our vanity that we could not imagine the possibility of invasion. It started on May the 23rd, 1953. The date has become as important to us all as 1066 or 1939. After 3 short days, on the afternoon of May the 26th, we realized the terrible truth. For it was on that afternoon that we became finally aware of the uncertainty of humankind's survival. I had been visiting my friend Ogilvy at his Clifton Observatory in Bristol. I had seen with my own eyes the pinpoints of light that burst out of Mars, the red planet, heading for Earth, as if shot by great guns. They came to us like falling stars, these cylinders, and when they landed, each one opened. BBC radio broadcasts told us that the nation was in a state of panic, that information was scarce, and rumors could not be believed. Who then were we to trust? Who could we turn to for help? How could we fight an enemy we could not even imagine? Only one fact was undisputed. We were under attack. Not from another nation as in times gone past, but from some far greater, more malevolent power. Their center was in London, where I was heading. Ja. Und noch einmal willkommen to the Let's Play, The War of the Worlds. Ja, wie schon gesagt, der Sprecher, den wir gerade gehört haben, stand auch gerade Patrick Stewart, auch bekannt als Captain Jean-Luc Picard aus Star Trek. Und ja, wir spielen jetzt den Sprecher sozusagen, der jetzt in diesem Szenario einfällt. Das komplette Spiel ist auf Englisch. Ich werde mal sehen, dass ich vielleicht die Texte... When I came to, I found a scene of utter devastation. Alive and sound in body, thank heaven. But how long had I been unconscious? My watch. The hands had been frozen at the moment of impact. I no longer had any sense of time. Ja, wie schon gesagt, ich werde die Texte vielleicht, wenn ich lustig bin, übersetzen und dann einfach da mit hinschicken. Man spielt hier aus dieser ja, Seitenperspektive sozusagen und muss sich jetzt eben den Weg mit dieser Figur durch diese Szenarios bahnen. Hier kann man springen und rennen kann man auch. Ups. Dann schauen wir uns mal um. Paddington Station, May 26, 1953. Ja, das geht ja in England, hier im guten London, England ja schon gut ab. I knew the city's population would be trying to escape to the countryside. But my brother Ben and my fiancée Emily were here in London, trapped at the heart of the conflict, and I had to find my loved ones. So kann man, okay, so kann man schieben.
The train looked as if it was a child's toy that had been thrown to the ground. The carriages were twisted and crushed on each other. Passengers screaming behind the melted windows, but there was no one to release them. During the Blitz, a bomb had fallen directly on the Waterloo line. This looked like a dozen had fallen. Auch mit diesen Schattenfiguren sehr schön. Ich kann gar nicht so viel erzählen, weil der gute Patrick hier die ganze Zeit zwischenquatscht. So, hier geht's nämlich schon los. Upp. Wow. Nein! Wow. Und ins Feuer. Tut doch weh, oder? Und schon sind wir zum ersten Mal gestorben. Zack. So. Schauen wir mal, vielleicht... Ah, klappt jetzt. Ah, sehr schön. Eieiei. Kann ich da so durch? Huch. Das hat ja geklappt. Und die sind da dran gefangen. People were calling for help, desperate for a doctor, a leader, someone who could save them. Guiltily, I passed by. How could I stop for one without stopping for all? Wow. Okay, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an, glaube ich. Aber das macht nichts. Wo muss ich denn dann hin? Ach, ich muss da runterfallen, glaube ich. Hoppa, ja, guck. So. Also wir müssen unseren Bruder, den Bruder und, da komme ich ohne die Kiste nicht weiter, den Bruder und dessen Tochter, also unsere Nichte, glaube ich, finden. Wahrscheinlich wieder die letzten Familienangehörigen von ihm oder so. Our invaders seemed as tall as Bankside Power Station, fueling an engine more destructive than anything I could imagine. Was ist das da durchgerumst? Muss ich da auch runter? Warum wird das jetzt so groß? Ich sehe nix. Hallo? Hallo? Ich sehe nichts. Was macht der denn? Hä? Komm, dann ziehen wir es einmal weiter. Ah, geht doch. Wie duckt man sich denn? Das ist Springen. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder in Schatten. Finde ich sehr schön. Es kommt ein sehr schönes Feeling rüber. Huch. Was ist das denn? The man who was helping pull survivors clear of the wreckage told me his name was Sergeant Jack Carstairs. It seemed he witnessed the attacks from the very start. A career soldier, decent, tough, and I imagined more than a little bull-headed. His senior officers were encamped on Primrose Hill to the north of the city, a military vantage point from which they could oversee operations. But his platoon, indeed all the new recruits, were being directed toward the open fields of Hyde Park, where the fighting was at its thickest. This was where I needed to go, if I was to find my younger brother. Kann ich da irgendwie hochspringen? Ich traue mich nicht. Ah, okay. Jetzt traue ich mich wieder nicht.
weiter. Schnell, schnell, schnell. In the space of a few hours, my world had been turned on its head. Already I had witnessed things that would stay with me forever. If the streets around the BBC had been cut off and overrun by the invaders, that meant the whole of the city centre, from Westminster to Regent's Park, must... Ach, jetzt konnte ich ihn gar nicht zu Ende sprechen hören. Das ist natürlich doof. Das tut mir leid. Weil ich zu doof war und gestorben bin. Nein. Ah. Oh. Ah. Ich erinnere mich an diese Stelle. Also ich habe, wie gesagt, die Demo gespielt und die Demo, weiß ich nicht, sind die ersten 30 Minuten von dem Spiel oder irgendwie sowas. Oh, gut, das habe ich in der Demo nicht so gut hingekriegt. Ich glaube, dann falle ich da runter. Nein, ich falle da runter. Geh wieder hoch. Ah, gut. Oh, nein! Njam, njam, njam. Nein! Ja, so habe ich mich auch in der Demo dann angestellt. Verdammt! Komm schon. Hüpf und runter. Oh. Schade, jetzt hatte ich es beim ersten Versuch so schön. Stelle ich mich jetzt noch so doof an. Mach schon. So, mal wieder ein bisschen mehr Anlauf. So, und hüpf und roll und schnell weg. Geht doch. So, hocken. The area of Paddington is now entirely under enemy control. All civilians should seek protection by moving to the areas north and east of Westminster and Camden. Ah, sind wir aus dem Bahnhof wohl raus. Also ich mag das Spiel einfach weil der Patrick Stewart so eine unheimlich tolle Stimme hat, auch so eine gute Erzählerstimme. Und einfach das ganze Feeling da ist. Also ich finde dieses Feeling... The army was desperately calling for able-bodied volunteers. My brother Ben was just 16 and filled with the hot-headedness of youth. I knew he would try to enlist as a land soldier. Our mother was frightened that he would be killed. And Emily, my beloved fiancée, where would I find her? Surely not among the bookshops of St. Paul's where she was employed. I could not bear to think of her alone and terrified, imprisoned among the ruins of our great city. I felt sure she would try to reach our family home in Stanford Street. Gut, also Fiancé heißt dann wohl doch nicht. Was ist das denn? Nein, Gott, du Schande. Ja, ich renne einfach die ganze Zeit, oder? Ich versuch's mal einfach mit Rennen. Okay, davon werden wir gar nicht so betroffen. Oh! Oh, da im Hintergrund, sehr schön. Da im Hintergrund, guck mal, da oben rechts. Da sind die großen Viecher. Unglaublich. So. Hüpf! Wow! Ich
kann mich nicht daran erinnern, dass das so schwer war. Boah, Hilfe. Ups. Also ich werde dieses Spiel auch nur gelegentlich spielen. Na, gehst du wohl... Getting out onto Sussex Gardens, I found more devastation all the way to the Edgware Road. Out here I was vulnerable and exposed. I could see a thick pall of smoke rising from the tube station at Lancaster Gate. For years after the war, many of these back streets would remain derelict and unsafe, the haunt of those beyond the law. But for now, the streets leading down toward Marble Arch and Hyde Park were filled with smashed vehicles and smoldering debris. And those terrible, monstrous things. Bloß ab. Nein, nicht schon wieder so ein Kügelchen. Na gut, schauen wir mal. Nein! Röst, verpuff, weg. Shit. Ich versuch's jetzt mal oben. Wo ist das Vieh? Ist gar nicht hier. Da. Tschung, 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 tschung. Nein, 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 hoch mit dir. Nein. Wie lange nehme ich denn schon auf? Oh, ich nehme ja schon viel zu lange auf. Egal. Ich mache noch mal eben 2 Minütchen weiter. Ich versuche hier noch mal eben durchzukommen. Hopp, 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 hopp. Hoch mit dir. Ah, nein! Also oben lang ist eine scheiß Idee. Ich merke das schon. Verdammt. Mich doch irgendwo da reinfallen lassen? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht sollte ich mich doch irgendwo reinfallen lassen. Komm. Nein! Oh, wie soll man das denn machen? Das Spiel hat wahrscheinlich eine schlechte Kritik bekommen, weil es einfach zu schwer ist. Man kann den Schwierigkeitsgrad hier auch nicht einstellen, sonst hätte ich Pussy wieder einfach gewählt. Hoch. Nein, nein! Oh. Unglaublich. So, ich versuch's unten lang. Drecksvieh. So, bloß abhauen. Du explodier mal und du kriegst dich wieder ein da oben. Geh weg. Geh weg. Hier ist keiner. Kommt der noch bis nach ganz hinten hin jetzt hier? Hallo? Oh ja, okay, dann warte ich, bis der wieder weg ist. Dann müsste ich Zeit genug haben. Hä? Der soll weggehen. Ich gehe nochmal wieder zurück. Hallo? Genau, hau mal ab hier. So, jetzt schnell. Komm. Oh. Und jetzt aber flott. Da im Hintergrund wieder sehr cool. Nein, nicht du schon wieder. Geh weg. So, wir haben das Haus erreicht. Oje, oje. Und, ja, beende ich hier die Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.